Herzlich willkommen auf unserem Kanal Legendäre Burgen und Dome. Wir freuen uns aufrichtig, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben, um gemeinsam in die Tiefen der Geschichte und die Pracht vergangener Epochen einzutauchen. Es ist uns eine Ehre, Ihnen die Geheimnisse der Architektur und das Erbe großer Dynastien näher zu bringen. Begleiten Sie uns nun auf eine Reise in das Herz von Berlin, wo ein Juwel preußischer Baukunst darauf wartet, seine Geschichte zu flüstern. In einer Zeit, in der die Nebel über der Spree noch ungestört durch dichte Wälder zogen, etwa 7 Kilometer vor den Toren der alten Residenzstadt Berlin, nahm eine Vision Gestalt an. Wir schreiben das Jahr 1695. Es war ein Geschenk der Liebe und der Anerkennung. Kurfürst Friedrich III. Übergab seiner Gemahlin, der hochgebildeten und kunstsinnigen Sophie Charlotte von Hannover, das Dorf Lietze / Lützow. An diesem stillen Ort, weit weg vom strengen Protokoll des Berliner Hofes, sollte eine Sommerresidenz entstehen. Ursprünglich als bescheidenes Landhaus geplant, legte der Architekt Johann Arnold Nering den Grundstein für das, was damals noch Lietzenburg genannt wurde. Die Ursache für die Gründung war so poetisch wie simpel: ein Refugium zu schaffen, einen Musenhof, an dem die Philosophie, die Musik und die Freiheit des Geistes atmen konnten. Es war die Geburtsstunde eines Ortes, der später als Schloss Charlottenburg Weltruhm erlangen sollte, ein Symbol für den Aufstieg Brandenburg-Preußens zu einer europäischen Großmacht. Hinter den prachtvollen Fassaden stehen die Geister visionärer Bauherren. Sophie Charlotte war die Seele des Hauses. Als erste Königin in Preußen machte sie Lietzenburg zu einem Zentrum der Aufklärung. Nach ihrem allzu frühen Tod im Jahr 1705, im Alter von nur 36 Jahren, benannte ihr untröstlicher Gemahl, nun König Friedrich I., das Schloss ihr zu Ehren in Charlottenburg um. Doch das Schloss war ein lebendiger Organismus, der mit der Macht seiner Besitzer wuchs. Große Architekten wie Martin Grünberg und später Andreas Schlüter verliehen dem Bau seine erste markante Silhouette. Es war jedoch Johann Friedrich Eosander von Goethe, der dem Schloss seinen königlichen Glanz verlieh, indem er es erweiterte und die imposante Kuppel krönte. Spätere Generationen, wie der legendäre Friedrich der Große, suchten hier ebenfalls Inspiration. Unter seiner Ägide schuf Georg Wenceslaus von Knobelsdorff den Neuen Flügel, ein Meisterwerk des fridericianischen Rokoko. Auch Friedrich Wilhelm II. Hinterließ mit dem Schlosstheater von Karl Gotthard Langhans seine Spuren. Jeder Stein dieses Ensembles erzählt von der Kontinuität und dem Genie der Hohenzollern, die über Jahrhunderte hinweg dieses Baudenkmal formten und pflegten. Wer heute vor dem Ehrenhof steht, spürt die mathematische Harmonie und die technische Brillanz dieses Barockschlosses. Das Herzstück der Anlage ist die weithin sichtbare Kuppel, die stolze 48 Meter in den Berliner Himmel ragt. Gekrönt wird sie von einer vergoldeten Glücksgöttin, der Fortuna, die sich geheimnisvoll im Wind dreht. Ein Symbol für die Unbeständigkeit des Schicksals, das Preußen so oft prüfte. Das Schlossensemble erstreckt sich über eine beeindruckende Breite und beherbergt Räume von unvergleichlicher technischer Raffinesse. Die große Orangerie, ein lichtdurchfluteter Bau an der Westseite, diente einst der Überwinterung von über 500 kostbaren Zitrusbäumen. Ein logistisches und botanisches Wunderwerk der Barockzeit. Im Inneren offenbart sich die Goldene Galerie im Neuen Flügel. Ein 42 Meter langer Festsaal, dessen Wände mit zarten Ornamenten und Spiegeln verziert sind, die das Licht in unendliche Weiten reflektieren. Die Akustik und die Lichtführung in diesen Räumen zeugen von einem tiefen Verständnis für die Wirkung von Raum und Materie, das bis heute Architekten in Staunen versetzt.
Jedes große Schloss hütet ein Geheimnis und Charlottenburg ist untrennbar mit einer der größten Legenden der Kunstgeschichte verbunden: dem Bernsteinzimmer. Ursprünglich für einen Raum in diesem Schlosse entworfen. Man vermutet, die heutige Rote Damastkammer sollte dieses 8. Weltwunder, die Wände mit dem warmen Glanz des fossilen Harzes aus der Ostsee, überziehen. Man sagt, dass in kalten Vollmondnächten ein goldener Schimmer durch die Fenster der leeren Räume huscht, als würde der Geist des Bernsteins nach seinem ursprünglichen Platz suchen. Obwohl der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. das kostbare Zimmer später gegen großgewachsene Soldaten an den russischen Zaren Peter den Großen eintauschte, bleibt die Verbindung zu Charlottenburg mystisch. Es ist, als hätte das Schloss die Seele dieses verlorenen Schatzes niemals ganz losgelassen. Die Legende besagt, dass der wahre Glanz Preußens untrennbar mit diesem Gold des Meeres verbunden ist, das hier seinen Anfang nehmen sollte. Die historische Bedeutung von Schloss Charlottenburg lässt sich kaum in Worte fassen. Es ist die bedeutendste und größte Schlossanlage Berlins und das einzige erhaltene Beispiel für die prunkvolle Hofhaltung der preußischen Könige in der heutigen Hauptstadt. Hier verdichtete sich die Geschichte, vom Barock über das Rokoko bis zum Klassizismus. Doch seine wahre Größe zeigt sich in seiner Wiedergeburt. In der schicksalhaften Nacht zum 23. November 1943 wurde das Schloss durch Bomben fast völlig zerstört. Die Kuppel stürzte ein, die Prunkräume brannten aus. Dass wir heute vor diesem Monument stehen können, verdanken wir einer fast heroischen Leistung der Denkmalpflege unter der Leitung von Margarete Kühn. Gegen alle Widerstände und politischen Wirren wurde die Anlage originalgetreu rekonstruiert. Diese Resilienz, dieser Wille, die eigene Identität und Schönheit aus der Asche zu heben, macht Charlottenburg zu einem Mahnmal des kulturellen Überlebenswillens und zu einer unschätzbaren kulturellen Perle Deutschlands. Hinter den Mauern des Schlosses öffnet sich eine Welt, in der die Zeit stillzustehen scheint. Der Schlossgarten Charlottenburg, ein 55 Hektar großes Areal, ist eine faszinierende Mischung aus französischer Gartenkunst und englischer Landschaftsästhetik. Hier wandelte einst Sophie Charlotte mit dem Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz, um über die Rätsel des Universums zu debattieren. Versteckt zwischen alten Baumgruppen und künstlichen Wasserläufen finden sich weitere architektonische Schätze. Das Belvedere, ein filigranes Teehaus am Ufer der Spree. Der neue Pavillon, eine neapolitanisch anmutende Villa von Karl Friedrich Schinkel. Und das tief bewegende Mausoleum. In diesem stillen Tempel ruht Königin Luise, die Königin der Herzen. Die Atmosphäre dort ist von einer feierlichen Melancholie geprägt, die jeden Besucher innehalten lässt. Der Park ist nicht nur eine grüne Lunge im geschäftigen Berlin, sondern ein Ort der Kontemplation, an dem die Natur die architektonischen Meisterwerke der Hohenzollern sanft umarmt. Heute ist Schloss Charlottenburg weit mehr als eine historische Kulisse. Es ist eine der meistbesuchten Berlin-Sehenswürdigkeiten und ein Ort, an dem Geschichte für jedermann greifbar wird. Als Teil der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ist es ein Museum von Weltrang, das in seinem Inneren die preußischen Kroninsignien, das Porzellankabinett und eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen französischer Malerei des 18. Jahrhunderts bewahrt. Die Lage am Spandauer Damm im Bezirk Charlottenburg macht es zu einem idealen Ziel für einen Besuch im Schloss Charlottenburg. Ob man die prachtvollen Säle bei einer Führung erkundet, die perfekten Fotospots Berlin im Schlossgarten sucht oder einfach die Stille im Schatten der mächtigen Kuppel genießt. Das Schloss bleibt ein lebendiger Zeuge der Geschichte, der uns lehrt, dass wahre Pracht über die Jahrhunderte hinweg Bestand hat. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Ausflug in die goldene Ära Preußens gefallen hat.
Es ist faszinierend zu sehen, wie ein Ort so viel Schönheit und zugleich so viele Schicksalsschläge in sich vereinen kann. Wenn Sie nun selbst Lust bekommen haben, diesen magischen Ort zu erkunden, haben wir eine gute Nachricht für Sie. Mehr Informationen über dieses beeindruckende Objekt, die genaue Adresse sowie die aktuellen Schloss Charlottenburg, Öffnungszeiten und Eintrittspreise können Sie über den Link zur offiziellen Quelle des Objekts finden, den wir für Sie in der Beschreibung unseres Videos hinterlassen haben. Dort können Sie auch bequem Ihre Schloss Charlottenburg Tickets buchen, um Wartezeiten zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse an legendäre Burgen und Dome. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Like da und abonnieren Sie unseren Kanal, um keine weitere Reise zu den prächtigsten Bauwerken der Welt zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.